Wie jede technische Zeichnung müssen auch die Mechanical-Zeichnungen für den Druck vorbereitet werden. In dieser Demo werden wir uns zuerst die traditionelle Variante ansehen, mehrere Zeichnungsrahmen im Modellbereich abzulegen, und danach die aktuellere Methode mit der Nutzung von Layouts, skalierbaren Beschriftungen und Blattsätzen. Ares Mechanical erleichtert das Einfügen von Rahmen und Schriftfeldern, die der von Ihnen verwendeten Norm entsprechen, so dass Sie Ihre Zeichnungen schnell für die Präsentation aufbereiten können. Sie finden das Werkzeug dafür auf dem Ribbon Mechanical Beschriftung. Im Dialogfenster sehen Sie, dass die für die Zeichnung verwendete Norm automatisch ausgewählt wurde. Sie können nun das gewünschte Papierformat und Schriftfeld auswählen. Standardmäßig werden Rahmen und Schriftfeld für den Druck Maßstab 1:1 eingefügt. Sie könnten sich aber auch für einen anderen Maßstab entscheiden. Wir wählen nun die Elemente aus, die innerhalb des Rahmens liegen sollen. Ares Mechanical zentriert diese Elemente automatisch. Sollten wir nun, wie in unserem Fall, feststellen, dass der gewählte Rahmen für unseren Inhalt zu klein ist, haben wir nun 3 Möglichkeiten, das zu korrigieren. Wir könnten zum Beispiel einen zweiten Rahmen verwenden und den Inhalt auf beide Rahmen aufteilen, also 2 zu druckende Blätter erstellen. Alternativ könnten wir die Funktion Rahmen bearbeiten verwenden, um den Maßstab des Blattes zu ändern. Wenn wir diese Option wählen, werden wir erneut aufgefordert, die Elemente zu wählen. Ares Mechanical zentriert diese Elemente automatisch. Schließlich steht es uns als dritte Möglichkeit frei, einen größeren Rahmen zu wählen. Zusätzlich können wir in Betracht ziehen, einige Zeichnungselemente anders anzuordnen. Geben wir nun die notwendigen Informationen zur Zeichnung ein. Da das Schriftfeld ein Block mit Blockattributen ist, können wir es mit einem Doppelklick ganz einfach bearbeiten. Sowohl die Zeichnungsrahmen wie auch die Schriftfelder können benutzerspezifisch angepasst werden. Im Optionen-Dialogfenster finden Sie die Pfade, in denen die Dateien standardmäßig gespeichert sind. Ich habe zur Veranschaulichung die DWG-Datei des Schriftfeldes für DIN geöffnet. Ich füge nun hier das Logo unserer Firma ein und speichere diese Datei, um sie für meine Zeichnungen verwenden zu können. Kommen wir nun zu der fortgeschritteneren Variante der Druckvorbereitung, der Verwendung von Layouts. Diese Methode ermöglicht es Ihnen, verschiedene Inhalte der Zeichnung in verschiedenen Ansichten, Darstellungen und Maßstäben auf einem Blatt abzulegen und gibt Ihnen dadurch eine große Flexibilität. So können beispielsweise 2D- und 3D-Inhalte auf demselben Blatt dargestellt werden. Zudem können Sie mit skalierbaren Beschriftungen und mit Blattsätzen arbeiten. Auch hier können wir Rahmen und Schriftfelder einfügen, allerdings im Layout immer im Maßstab 1:1. Der gewünschte Maßstab wird stattdessen sogenannten Ansichtsfenstern zugewiesen, die den Inhalt der Zeichnung anzeigen. Aber konfigurieren wir zuerst unser Drucklayout mit Hilfe des Seitenlayout Managers. Hier können wir verschiedene Optionen auswählen, zum Beispiel den Drucker und das Papierformat. Die Einstellungen können als PCX-Datei gespeichert werden. Nun können wir mit der Konfiguration des Layouts fortfahren, indem wir Ansichtsfenster erstellen oder vorhandene kopieren. Für die einzelnen Ansichtsfenster können wir verschiedene Maßstäbe und Ansichten einstellen. Doppelklicken Sie dazu in ein Ansichtsfenster und navigieren zu den gewünschten Inhalten. Der Maßstab für ein Ansichtsfenster kann über die Eigenschaftenpalette gewählt werden oder alternativ in der Statusleiste. Um normgerecht zu arbeiten, müssen Texte und Bemaßungen eine bestimmte Größe haben. Wenn Sie mit den Standardeinstellungen für Mechanical-Beschriftungen und Bemaßungen arbeiten, sollten Sie für die Ansichtsfenster den Maßstab 1:1 einstellen.
Für weitere Ansichtsfenster, in denen Sie keine Beschriftungen zeigen möchten, können Sie einen beliebigen Maßstab wählen. Texte, Schraffuren oder Bemaßungen können aber auch als skalierbare Elemente konfiguriert werden. Das bewirkt, dass Sie in der Abhängigkeit vom zugewiesenen Maßstab Ihre Größe ändern. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie auf dem Layout nicht sichtbar sind, wenn Ihnen der für das Ansichtsfenster gewählte Maßstab nicht zugewiesen wurde. Das ist sehr nützlich für zum Beispiel Bemaßungen in Detailansichten. Um mehrere Blätter gleichzeitig zu drucken oder auch mehrere Zeichnungen in einem Mehrfach-PDF steht Ihnen eine Stapeldruckfunktion zur Verfügung. Zum Schluss möchte ich kurz auf die Verwendung von Blattsätzen eingehen. Mit Blattsätzen ist es möglich, Blätter aus verschiedenen Zeichnungen zu kombinieren. Das kann hilfreich sein, um Ihr Projekt in Gruppen mit verschiedenen Blättern nach bestimmten Gesichtspunkten zu organisieren. In einem Blattsatz können Sie das gesamte Projekt auf einmal sehen und es ist druckbereit, auch wenn mehrere Zeichnungen für den Ausdruck erforderlich sind. Blattsätze im DST-Format werden auch von AutoCAD verwendet, so dass Sie Ihre Blattsätze auch mit Nicht-ARES-Anwendern teilen können. Aus dem Blattsatzmanager können ausgewählte Zeichnungen mit wenigen Klicks gedruckt werden